Ich bin von Katzenstein und in diesem Video spreche ich über folgende Frage: Warum war der Dreschflegel die Waffe der Hussiten? Doch bevor wir anfangen, möchte ich mich noch bei meinen Zuschauern, also bei euch bedanken, dass ihr meine Videos regelmäßig schaut und kommentiert. Wenn ihr ein Thema habt, über das ich ein Video machen soll, dann schreibt mir euren Vorschlag doch gerne in die Kommentare. Aber jetzt weiter zum Video. Um die Frage zu beantworten, warum der Dreschflegel die Waffe der Hussiten ist, müssen wir uns erstmal anschauen, wer die Hussiten waren und wie ihre Taktik aussah. Anfang des 15. Jahrhunderts entstand im heutigen Tschechien wegen der Hinrichtung des Prager Theologen Jan Hus eine Widerstandsgruppe vor allem unter der Führung von Jan Žižka, die Hussiten. Dieser Aufstand richtete sich vor allem gegen Adlige und Ritter des damaligen Königs Sigismund und wurde derart groß, dass er heute als Hussitenkriege bezeichnet wird. Da es sich bei den Hussiten meist um einfache Bürger handelte, waren sie gezwungen, eine besondere Taktik auf dem Schlachtfeld anzuwenden, um gegenüber den gerüsteten Adel Erfolg zu haben. Und diese Taktik bestand aus dem Einsatz der sogenannten Wagenburg. Die Hussiten bewegten sich aus einer Kolonne von mehreren hundert großen Wägen von Schlachtfeld zu Schlachtfeld. Wenn es zum Kampf kam, konnten sie sich durch eine geschickte Taktik schnell formieren und dadurch auch gegnerische Heere voneinander trennen. Natürlich geschah dies auch in einer vorteilhaften Stellung. Die Wagen wurden auch im Kreis aufgestellt und bildeten so eine Mauer zwischen den Hussiten und ihrem Feind. Die kleinen Lücken zwischen den Wägen wurden mit Pavesen oder Fernkampfwaffen verteidigt. Mit dieser Strategie unter der Führung von Jan Žižka galten die Hussiten als unbesiegbar und dominierten die Schlachten gegen den Adel des spätmittelalterlichen Europas. Da die Kämpfe von Seiten der Hussiten auf und hinter den aufgestellten Wagen stattfanden, waren lange Stangenwaffen vor allem gegen die feindliche Kavallerie ein enormer Vorteil. Und hier kommt der Dreschflegel zum Einsatz. Der Dreschflegel hat seinen Ursprung eigentlich in einem Bauernwerkzeug. Bei diesem Werkzeug handelt es sich um einen langen Stock, an dessen Ende eine kurze Kette mit einem beweglichen Knüppel angebracht ist. Ursprünglich wurde dieses Werkzeug von Bauern zur Bearbeitung von Getreide verwendet. Doch wie viele Werkzeuge wurde es zur Waffe umgebaut. Meist wurde am beweglichen Knüppel eine Verstärkung von Eisen angebracht. Manchmal besaßen diese Verstärkungen dann noch mehrere Stacheln, um am Feind richtig üble Verletzungen zu verursachen. Gerade weil diese Waffe aus der ländlichen Region stammte und preislich günstig war, verteilte sie sich schnell unter den einfachen Bürgern im Heer der Hussiten. Wie ich ja bereits erwähnt habe, kämpften die Hussiten von ihren sichereren Wägen aus. Hierzu wurden teilweise auch bewegliche Holzwälle auf die Wägen gesetzt, sodass ein Kämpfer sich gut vor den Angriffen des Feindes in Schutz bringen konnte. Natürlich gab es auch die Möglichkeit, mit einer Stangenwaffe von unten unter dem Wagen oder durch die Schießscharten in dem mobilen Wall gegen den Feind vorzugehen. Der Vorteil, den aber ein Dreschflegel hier jetzt einbringt, ist einzigartig. Durch das bewegliche Glied der Waffe ist es möglich, auch hinter einer Deckung über die Kante zu schlagen und den Feind dahinter zu treffen, ohne sich selbst zu gefährden. Auch kann der Dreschflegel dazu genutzt werden, um die Deckung eines Schildes zu umgehen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Hussiten den Dreschflegel auch einfach auf der Kante der mobilen Deckung aufsetzten und den Stab dann drehten. Hierdurch wurden die stacheligen Knüppel zu einer rotierenden und sehr gefährlichen Waffe. Stellt euch mal vor, ihr würdet solch eine stachelige Keule gegen den Kopf bekommen. Auch mit schwerer Rüstung ist das nicht gerade angenehm. Nicht umsonst galt Jan Žižka als unbesiegbar. Die Hussiten nutzten das, was sie hatten, und hatten damit einen extremen Erfolg, der zu dieser Zeit das ganze Land aufmischte. Es war äußerst selten, dass sie eine Schlacht verloren, und wenn man sich überlegt, dass sie gegen gepanzerte Ritter und ausgebildete Soldaten vorgingen, muss sich diese Taktik bewährt haben. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte wieder über ein Thema sprechen, das euch interessiert. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welche Waffe ihr wählen würdet, wenn ihr einer der Hussiten gewesen wärt. Wäre es der Dreschflegel gewesen oder vielleicht doch eine andere Stangenwaffe oder vielleicht eine Waffe, die mit Schießpulver geladen wurde? Ich würde mich auf jeden Fall über eure Antwort freuen.